Hallo, hier ist die Frau Walker und in dieses Video erkläre ich euch, wie wir relative Pronomen und relative Sätze benutzen. Okay? So, das ist eigentlich ganz einfach. Das ist nicht schwer, nicht hart. Aber es sieht so aus, denn es gibt so viel hier zu tun. Aber ich erkläre das euch ganz leicht. Ich sehe mir den Dokumentarfilm an. Ja, wir sprechen über den Dokumentarfilm. Ja, aber wir müssen nicht sagen, der Dokumentarfilm jetzt im Kino läuft. Wir können einfach sagen, der, der. Das ändert sich zu Englisch zu that, aber das heißt auf Deutsch the. So pass auf, das heißt nicht the dieses Mal, das heißt anstatt that is. Denn wir sprechen über unseren Akkusativ, unseren direktes Objekt, den Dokumentarfilm. Okay, so wir müssen diese zwei Wörter nicht wieder schreiben, wir müssen es nur einmal am Anfang des Satzes nochmal sagen. So, das sind relative Sätze und relative Pronomen sind dasselbe. Der Fernseher war nicht teuer. Sie kauften den Fernseher. Ja? Okay, so. Der Fernseher, den sie kauften, war nicht teuer. The television that they bought was not expensive. Und sie haben that als den hier für der Fernseher. Muss nur aufpassen, was hier in Nominativ, Verb und Akkusativ steht. Deswegen ändert sich manchmal die Wörter. So das Nominativ der, who, Akkusativ den, whom, Dativ dem, whom und Genitiv dessen, whose. Ja, das ist der Schauspieler, dessen Film traurig sind. Okay, so passt auf hier. Ihr müsst die Notizen hier für Folie Nummer 2, 3 und 4 machen. Okay, so noch ein bisschen mehr Information über relative Pronomen. Hier sind unsere verschiedene bestimmte Artikel und die kennt ihr schon von Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv. Aber wir haben hier ein paar neue Wörter. Denen für Dativ Plural und Genitiv anstatt nur anstatt nur, anstatt nur des heißt es dessen. In which, that which und so weiter. Der geht jetzt zu deren. Des wieder zu dessen und deren zu deren. Okay. Okay, so passt auf. In Deutsch könnten wir hier die relative Pronomen und relative Sätze auseinander zeigen mit einem Komma. So, da kommt immer inzwischen hier von unserem Hauptsatz hier zu unseren Dependent Clause, Main Clause, Dependent Clause, da tut man immer hier einen kleinen Komma. Okay, pass auf. Und nochmal was Interessantes hier. Wenn man nach die Wörter nichts eigenes, viel, wenig, alles und etwas oder vielleicht das Beste oder solche Dinge sagen, können wir was sagen. Zum Beispiel, die Korrespondentin sagte etwas, was ich nicht verstand. That something. So, wenn wir something sagen, etwas, dann heißt es that I did not understand. Dann heißt es something was. Denk mal dran. Ich sage etwas. So, was ist mein Fragewort? Was heißt ein Ding? Wer ist eine Person? Und das sagen wir hier. Wer ist eine Person? So, wer zuerst kommt, malt zuerst. So, whoever comes first gets served first. Oder wem, nur wegen Kasus, Dativ, wem der Schuh passt, whoever the shoe fits,
Der, because we're talking about a person, der zieht ihn sich an. Okay. Und dann immer noch auch, wenn es irgendwo zeigt. So zum Beispiel, hier ist das Haus, in dem ich gewohnt habe. Oder hier ist das Haus, wo ich gewohnt habe. So hier, das heißt dann wo? Wo? Hier. Ja, okay. So, das war es jetzt. Das ist eigentlich ganz leicht. So, ein paar Notizen hier. Diese Folie, Folie Nummer 2, relative Sätze, relative Pronome und dann nur hier zu wissen, wie Relativpronome und wie relative Sätze ausgesagt wird. Okay? Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne mal ein E-Mail schicken oder Fragen während unseres Stundes. Okay, ich sehe euch bald. Auf Wiedersehen. Tschüss.